Das Auto vor uns hat das Kennzeichen DAE 814, also genauso wie unsere 814. Episode dann heißen würde. Wir machen eine kurze Pause oder ein bisschen längere Pause, um zu duschen. Wir sind jetzt abgefahren von der E45. Wir sind da am Ende der Straße zu einem verlassenen alten Haus gekommen. Und das schaut echt cool aus. Man kann über die Fenster noch reinsehen. Eine Scheibe ist eingeschlagen oder zumindest zerbrochen. Da oben gab es auch mal ein Dachgeschoss. Da oben steht noch ein Sessel. Und da sieht man noch einen Kamin und ebenfalls das obere Stockwerk. Es ist super, dass wir so unabhängig sind von den Campingplätzen oder irgendwas. Wir haben gerade geduscht und Haare gewaschen. Jetzt mache ich Untertitel, wir haben Strom, wir haben Internet und der Dani kocht und wir könnten eigentlich für immer da bleiben. Bis uns der Strom oder das Wasser ausgeht. Ja, gut, aber da ist ein See. Strom kriegen wir irgendwie. Aber ein paar Tage geht schon, also das ist schon gut. Wir machen da gerade Pause auf so einem kleinen Parkplatz und Dani hat da vorne am Steg ein Kennzeichen gefunden. Wir wollten eigentlich nur kurz die Beine vertreten und unten gibt es einen kleinen Steg. Und auf dem Steg ist ein Nummerntafel gelegen. Und ich glaube, wir ziehen das wirklich magisch an. Ja, aber jetzt haben wir eh schon lange keine bekommen. Was? Letzte war in das Kroatien. Pferdeschild zählt auch. Ja, voll. Die Karin meinte, das könnte was Cooles sein. Ja, ein Defender. Ha, mit Dachzeile, cool, ein Alter. Also er ist von Tromsø in Norwegen und der ist jetzt da stehen geblieben, weil er Öl nachkaufen muss, weil sein Motor ein Problem hat und so viel Öl verbraucht. Also das ist aus dem Jahr 1975. Ja, er verbraucht im Moment so viel Öl, dass er hofft, dass er überhaupt noch nach Hause kommt nach Norwegen. Ich glaube, dass eine Zylinderkopfdichtung kaputt ist. Zylinder Nummer 2, weil es noch ein Benzinmotor und seine Zündkerze vom zweiten Zylinder ist immer schwarz. Deswegen glaubt er, dass da das Öl verbraucht wird. Und jetzt kann er nur 60 km/h fahren. Naja, aber er hat ein Dachzelt, also. Da ist der Wildmaxwagen, die Wildnisstraße. Ja, da machen wir gerade Pause. Und das ist tatsächlich sehr viel Nichts und sehr viel Wald und sehr, sehr schön. Und es wird sehr leicht, so einen Schlafplatz zu finden. Gibt es einen Wegweiser für Snowmobiles? Und so Achtungsschilder, dass es mit der Straße dort kreuzt. Also Snowmobilfahren dürfte hier echt ein Ding sein im Winter. Wir haben unseren Schlafplatz gefunden, mit Wasserzugang, mit Feuerstelle, wenn wir möchten. Und heute gibt es Erdbeerpüree mit Fischstäbchen zum Abendessen. Tiefkühlgemüse. Ja, Gemüse auch. Wir sind heute ja recht früh aufgestanden, damit wir den Matthias zum Bus bringen und sind seitdem sehr viel gefahren. Deswegen haben wir uns jetzt zuerst mal ausgeruht und kochen jetzt, obwohl es schon ziemlich spät ist. Ich glaube 10 ist es schon, es ist ziemlich dunkel. Es ist schon 11. Oh, 11, okay. Und es ist ein bisschen aufregend, weil es hier auch Bären und Elche gibt. Aber gut, wir haben das Licht an, wir haben Musik an, dass die Bären wissen, dass wir da sind, dann würden sie eh nicht kommen. Und wir haben heute Tiefkühlsachen gekauft, was eigentlich praktisch ist, weil dann können wir mal ein bisschen was anderes essen und das taut sowieso auf bis zum Abend und dann am Abend können wir es dann essen. Also wir müssen es ja nicht haltbar lassen, sondern können es gleich essen. Heute haben wir Fischstäbchen mit Gemüse. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir werden jetzt unser Dachzelt zusammenpacken. Es ist zwar recht schön hier und wir haben überhaupt keinen Mensch gesehen, seitdem wir da sind. Leider auch nicht viele Tiere, ein paar Vögel, aber sonst nicht. Ja, und werden uns aufmachen zum Campingplatz, weil wir Wassernachschub brauchen, weil wir die Batterie aufladen müssen.
und duschen möchten und es etwas kalt ist. Karin wollte gerade das Frühstücksgeschirr runterbringen. Ja. Wir haben jetzt keine Marmelade mehr. Wir waren ja gestern einkaufen und da haben wir extra die allerkleinste Marmelade genommen, weil wir sie nicht so gut aufheben können. Und jetzt haben wir sie nur 1-2 Mal benutzt. Hätten wir auch die große kaufen können. Vor allem die kleine gab es halt nur mit Holunder Stachelbeere. Das ist geschmacklich halt so mittel. Wir hätten halt auch die gute Erdbeermarmelade kaufen können. Naja, das wäre dann viel schade, wenn jetzt die gute Erdbeermarmelade weg wäre. Die Erdbeermarmelade hätte die Hälfte gekostet. Was? Ja. Oh Gott. Also für alle, die auch mal den Wildmarkswägen fahren wollen, der Platz hier, wo wir jetzt gerade sind, ist echt super. Es haben recht viele Autos theoretisch Platz. Also wir sind das einzige weit und breit. Es gibt Feuerstellen, es gibt einen Wasserzugang, wo man zum Beispiel Geschirr waschen kann. Und ja, es gibt echt viele Blaubeeren da hinten im Wald. Und sonst auch der Platz ist echt super. Er ist eben und man findet überall ein windgeschütztes Plätzchen. Und wir schreiben die Koordinaten in die Videobeschreibung, falls man auch mal hierher kommen möchte. Da hinten bei der engsten Stelle vom Fluss sind links und rechts die Befestigungen von einer alten Brücke, die offensichtlich halt von der früheren Version der Straße, wo wir jetzt erfahren sind. Man kann auch noch links und rechts zu den Enden hingehen und das dürfte die alte Straße gewesen sein, die eben zu der Brücke da vorher führt. Und das ist das andere Ende, auf der anderen Seite vom Fluss. Und da gleich daneben, wo offensichtlich früher die Straße verlaufen ist, gibt es so eine ganz alte gemauerte Feuerstelle. Ist schon sehr, sehr mit Moos bewachsen, sieht sehr, sehr alt aus. Und da hinten ist noch eine alte Bank, sowas in der Art. Wir sind seit langem wieder von dem Campingplatz und Dani zahlt, schaut, ob er Platz ist. 20 €. Ja, super. Karin hat heute Frühstück gemacht, sieht sehr schön aus. Ja, dass wir ein Backrohr haben, können wir auch Backsemmeln machen, das ist super für uns. Und heiße Schokolade haben wir gemacht. Das sind keine Semmeln. Das sind Langsemmeln. Entschuldige, Das Herr sind Roman. Mini-Baguette. Das war unser Platz für die letzten 3 Nächte. Wir sind so lange da geblieben, weil es hier einen Aufenthaltsraum gibt, eine Küche mit Backrohr und Mikrowelle, eine Waschmaschine, die günstig ist, wo man es auch trocknen kann, eine Dusche, die so günstig ist, also 50 Cent für 5 Minuten, das ist ganz super, in Schweden. Und ja, wir hatten viel Platz, eine schöne Wiese und eine schöne Landschaft daneben. Jetzt füllen wir noch unsere Wasserkanister auf. Also der Campingplatz war so super. Es sind überall, Papierhandtücher im Spender. Es sind Reservepapierhandtücher da. Ja. Die Klos sind echt sauber, die Duschen waren super. Man hat 50 Cent für 5 Minuten richtig gute warme Dusche gezahlt. Also, Ja, also wenn man nach echt. Gällede kommt, dann Ja. Gällede Camping. Ich glaube, es ist der einzige. ja, Also einzige weit und breit, aber es ist und so echt. günstig. Also jeder, der den Wildmarkswägen fährt, Ja. ist echt strongly recommended here. Jetzt, als wir den Campingplatz verlassen haben, hat sie uns zu wenig verrechnet. Also sind wir jetzt wieder da. Und wir zahlen das, was wir zu wenig gezahlt haben. Nachdem sie ja so freundlich waren, finde ich das okay. Ja, also wir sind jetzt noch in Mittelschweden. Wir sind ganz nah, wie man sieht, ganz nah bei der norwegischen Grenze. Es sind nur unter 10 Minuten mit dem Auto bis zur Grenze. Da ist die Hauptverkehrsstraße, der Inlandsvägen. Und dieser Bogen von Strömsund über Gällede, Klimpfjäll nach Vilhelmina, das ist der Vildmarksvägen.
Und da dann kreuzen wir rüber nach Bodø, wo wir die Fähre auf die Lofoten nehmen werden. Also die schnellste Route wäre so und wir fahren jetzt noch so. Im Winter ist es hier sehr populär, Snowmobile zu fahren. Es gibt ganz viele Wege hier in der Gegend und ja, man sieht eben überall die Schilder und hier kann man zum Beispiel welche kaufen. Das wird unser Mittagspausenplatz. Lasagne im Backrohr selbst gebacken und Salat. Wir haben da jetzt Mittagspause gemacht. Dann ist ein bisschen Drohne geflogen. Wir haben unsere Lasagne weitergegessen. Das ist ein bisschen frisch, wie man unseren Hand schon sieht, aber dadurch, dass kein Wind geht, ist es eigentlich aushaltbar. Also. Es sind noch ein bisschen sehr viele Mücken da, deswegen werden wir jetzt relativ rasch weiterfahren. Aber ja, wenn man sich warm anzieht, dann ist es auszuhalten. Ich glaube, wir haben so 10 Grad oder so. Ja, wenn halt Wind geht, dann ist es halt auch, wenn du dich warm anziehst, quasi bläst der Wind die Wärme von dir weg. Und das ist so blöd. Es ist so schön hier. Wir sind jetzt über der Baumgrenze. Das ist der Daniel, der mir Bescheid sagt, dass er umdreht. Und ich war ja 2 Wochen in Island letztes Jahr und es sieht so ähnlich aus. Also oben auf den Bergen liegt überall Schnee und diese kahle Landschaft und dieses viel Nichts und diese Weite, das ist so schön und beeindruckend. Es ist urschön, aber auch urkalt. Sonst gibt es hier so viele schöne Schlafplätze, also unendlich schöne Schlafplätze. Und wenn dann noch irgendwo ein Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang wäre, boah, das wäre ein Wahnsinn. Aber zum Glück ist es kalt und es ist bewölkt, somit ist es nicht so schlimm, dass wir jetzt hier weiterfahren immer. Und da drüben sieht man überall die Snowmobile-Wege. Da sind Rentiere. Die ersten wilden Tiere, die wir sehen. Das ist ernsthaft eine Mercedes E-Klasse zu einem Pickup umgebaut. Also das habe ich noch nie gesehen. Aber gut, wenn man es hier braucht und nicht auf den Komfort eines Mercedes verzichten möchte, dann bleibt nur diese Möglichkeit.
Endlich sehen wir mal so ein Gerät, das da die Straßen mäht auf der Seite, weil die Straßen hier in Schweden sind echt akkurat gemäht immer auf der Seite. Und wir haben uns halt gefragt, wie die das machen, mit einem Traktor oder mit einem anderen Gerät. Hier müssen wir abbiegen vom Vildmarksvägen und es schaut so beeindruckend schon vom Boden aus und es geht nicht allzu viel Wind und ich werde mir das jetzt mal mit der Drohne von oben anschauen.